Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit unserem Van haben wir es bis in den Oman geschafft. Nach einem kurzen Stopp in Abu Dhabi geht's nun weiter. In dieser Episode verlassen wir die Emirate und reisen erneut nach Saudi-Arabien ein. Ein Land, das uns schon auf dem Hinweg völlig überrascht hat. Unser Weg führt über Al-Hofuf hinein in die Wüste zum beeindruckenden Jud'a-Thumb, einer riesigen Felsnadel mitten im Nichts. Also kommt mit uns, wie wir mit unserer Tochter im Van die Welt entdecken. Wir sind gerade an der Grenze zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien bei Al-Batta. Für Saudi-Arabien haben wir uns ja online ein Jahresvisum geholt. Damit können wir mehrfach ein- und ausreisen. Das ist super praktisch. Und das Beste, die Einreise läuft hier im Drive-Thru. Also müssen wir noch nicht mal aussteigen. Wir sind wieder in Saudi angekommen. Yeah! Wir haben die Grenze passiert. Hat 1,5 Stunden gedauert. War wirklich ganz easy going. Das Einzige, was etwas Zeit gebraucht hat, war bei der Ausreise, dass unser Carnet wieder gestempelt wird von den Emiraten. Ansonsten, der Ratsch ist mit dem Kali durch den Scanner kurz gefahren. War alles easy going und wir rollen wieder auf saudischen Straßen. Unsere SIM-Karte haben wir auch wieder aktiviert. Also los geht's Richtung Al-Hofuf. Juhu! Unterwegs machen wir noch einen kurzen Stopp an einer der öffentlichen Wasserstellen, um unseren Wassertank aufzufüllen. Dann kommt ein Saudi vorbei, super freundlich und total interessiert an unserer Route. Er findet das Ganze scheinbar so spannend, dass er gleich sein Handy zückt und anfängt, uns zu filmen. Von hier aus steuern wir Richtung Al-Hofuf. Unser Ziel sind die Al-Kara Caves außerhalb der Stadt. Am Eingang bekommen wir eine kleine kulturelle Einführung, die hilft, das Land und seine Geschichte besser zu verstehen. Wir kommen genau richtig, denn jetzt zum Sonnenuntergang werden die Höhlen wunderschön beleuchtet. Perfekt, um durch die Gänge zu schlendern. Sobald wir die Höhlen betreten, merkt man total den Unterschied. Drinnen ist es angenehm kühl und ein leichter Durchzug weht durch die Gänge. Das ist wirklich super erfrischend nach der Wüstenhitze draußen. Wir stoßen auf ein riesiges Steinbuch. Darauf steht Land of Civilization. Das zeigt, dass wir uns gerade in Al-Asa befinden, eine der ältesten bewohnten Regionen der Welt. Anschließend rollen wir weiter ins Zentrum von Al-Hofuf. Wir laufen gerade durch den Zug von Hofuf. Die verwinkelten Gassen sind voll mit kleinen Shops, Gewürze, Textilien. Man kann sich einfach treiben lassen und die Atmosphäre genießen. Al-Hofuf ist eine der ältesten Städte hier in der Region. Die alten Häuser und der Souk sind schon seit Jahrhunderten ein Handelszentrum. Frauen tragen hier die Abaya, das lange schwarze Gewand, das den ganzen Körper bedeckt. Dazu kommt meist der Niqab, der Gesichtsschleier. Gerade hat ein netter Saudi uns angesprochen. Er hat uns beschenkt. Ich habe eine Limonade bekommen, Mama und Papa ein Getränk und sogar was Süßes. Total nett. Außerhalb von Al-Hofuf haben wir gestern ein richtig ruhiges Plätzchen in diesem Park hier gefunden.
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zum kleinen Dörfchen Judah, knapp 100 Kilometer entfernt. Dort liegt nämlich mitten im Nirgendwo ein kleines Juwel, das wir entdecken wollen, den Judah Thumb. Der Asphalt hat sich inzwischen verabschiedet. Jetzt geht's über eine holprige Wellblechpiste durchs Gelände. In der Ferne sehen wir ihn endlich, den Judah Thumb. Ein einzelner Felsen, der wie ein riesiger Daumen aus dem Sand ragt. Genau dort wollen wir jetzt hin. Doch die Piste wird zunehmend tiefsandiger. Raj läuft die Strecke erstmal ab, um zu schauen, wo wir am besten durchkommen und wie wir das letzte Stück am besten meistern können. Viele kleine, sandige Wege schlängeln sich hier mitten durch die Wüste. Dann wird's ernst. Der Weg ist nur noch Sand. Die Spur schlängelt sich durch kleine Dünen, immer wieder tiefere Sandspuren. Raj manövriert unseren Van geschickt und mit ordentlich Schwung, immer nach dem besten Weg suchend. Und jetzt bloß nicht stecken bleiben. Und ja, er meistert es. Wir haben den Weg gemeistert. Von Al-Hofuf sind wir jetzt hier am Judah Thumb angekommen. Und der Raj hat uns perfekt platziert. Wir stehen also direkt unterhalb des 300 Meter hohen Felsen. Wie ein gigantischer Finger ragt der Judah Thumb hier einsam aus der Wüste. Total beeindruckend. Der Felsen besteht aus Sandstein, geformt über Millionen von Jahren durch Wind und Erosion. Ein echtes Naturwunder mitten im Nichts. Rundherum absolute Stille. Kein Mensch weit und breit. Wir sind ganz alleine hier. Nur wir, unser Van und diese gewaltige Landschaft. Heute gibt's im Omnia ein richtig leckeres Hähnchen. Man glaubt gar nicht, was man in einem so kleinen Ofen alles zaubern kann. Am nächsten Morgen knallt die Sonne gnadenlos. Das Licht wirkt fast blass durch die starke Strahlung. Und wir? Noch immer ganz alleine, mitten im Nirgendwo. Wir haben gerade Judah Thumb verlassen. Was für eine Formation, mitten in der Wüste. Erhebt sich dieser Judah Thumb aus dem Nichts und wir gehören zu den Glücklichen, die ihn ganz für uns alleine genießen durften. Niemand war da. Und er ist nicht umzäunt. Wer weiß, was ihm bevorsteht, ob er mal so enden wird wie Al-Nazla. Und jetzt fahren wir Richtung Piste. Beim Verlassen des Judah Thumb treffen wir auf Kamele. Sie kommen direkt auf unseren Van zu und gucken total neugierig. Man kann ihnen richtig nahe kommen, fast so, als wollten sie uns begrüßen. Zurück im kleinen Dörfchen Judah stoßen wir wieder auf einen der vielen öffentlichen Trinkwasserspender, wie man sie hier in Saudi-Arabien häufig an der Straße findet. Anschließend setzen wir unsere Fahrt Richtung Norden fort. Die Kreisverkehre sind hier immer total kreativ gestaltet. Hier zum Beispiel eine riesige Weltkugel. Und da eine riesige Teekanne mitten auf dem Kreisverkehr. Ein echter Hingucker auf den langen Wüstenfahrten. Wir steuern eine Tankstelle an. Die perfekte Gelegenheit, unseren Van vom ganzen Wüstensand zu befreien. Er wird dick mit Schaum eingesprüht. Der Mann ist sogar barfuß hochgegangen. Nach dem Schaumbad glänzt unser Kali wieder.
Dann halten plötzlich 2 Saudis und bewundern unseren Van. Wir plaudern ein bisschen, tauschen ein paar Worte aus. Solche Begegnungen sind immer wieder besonders und zeigen uns, wie willkommen wir hier sind. Jetzt. Sogar die Reifen glänzen jetzt wieder. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wir rollen durch die beleuchteten Straßen. Gut 200 Kilometer liegen noch vor uns. Unser Ziel? Khafji, eine kleine Stadt im Norden Saudi-Arabiens. Wir stehen hier in Khafji, in dieser kleinen Grünanlage direkt am Strand. Allerdings ist es heute total windig und auch ungewöhnlich kühl. Das sind wir nach all den Monaten in der Hitze gar nicht mehr gewöhnt. Eigentlich wollten wir heute einen Standtag machen, aber wie man sieht, es ist total windig. Jetzt fahren wir weiter nach Kuwait. Von Khafji ist die Grenze zu Kuwait nicht weit, nur rund 40 Kilometer. Vorher tanken wir aber nochmal. Der Diesel kostet hier gerade mal 28 Cent pro Liter. Übrigens ein kleiner Tipp. Immer vorher fragen, ob Kartenzahlung möglich ist, denn nicht jede Tankstelle nimmt ausländische Kreditkarten. Wir sind jetzt kurz vor der Grenze zu Kuwait und haben nochmal unsere Dieseltanks voll gemacht. Für angenehme 29,60 € haben wir jetzt 100 Liter Diesel getankt. So, wir sind jetzt an der Grenze. Es geht raus aus Saudi-Arabien. Es ist immer wieder ein bisschen aufregend, so ein Grenzübergang. Wir sind in Kuwait angekommen. Ein ganz unkompliziertes Grenzprozedere. Ich glaube eine Stunde, höchstens. Weniger als eine Stunde. Ausreise, Saudi, Einreise, Kuwait. Keiner ist in Cali reingekommen, nur einmal kurz reingeschaut. Fertig. Jetzt auf geht's, Kuwait City. Wir rollen jetzt direkt auf die Kuwait Towers zu. Den Platz unterhalb, den kennen wir ja schon vom letzten Mal. Wir gehen jetzt hoch in die Kuwait Towers. Wir sind jetzt auf der Aussichtsplattform in 120 Metern Höhe. Die 3 futuristischen Türme wurden Ende der 70er Jahre erbaut und gelten als das Wahrzeichen des Landes. Wir gehen jetzt ins kuwaitische Ölmuseum. Hier erfährt man, wie alles begann, als in den 30er Jahren das erste Öl in Kuwait entdeckt wurde und wie dieses schwarze Gold das Land komplett verändert hat. Die Führung beginnt. Ein Kuwaiti erklärt uns die einzelnen Schritte der Ölförderung, vom Bohren bis zum Export. Wir stehen jetzt vor mehreren Ölbehältern, gefüllt mit unterschiedlich schweren Ölsorten, vom ganz dunklen, zähen Rohöl bis zum hellen, leichten. Schon spannend zu sehen, was hier unter der Erde alles so steckt. An der nächsten interaktiven Station kann man selbst ausprobieren, wie ein Öltanker beladen wird. Mit einem Joystick steuert man die Pumpen und muss aufpassen, dass nichts überläuft. Echt cool gemacht. Und dann gibt's hier diese riesige Röhre, in die das Öl förmlich hineinschießt. Damit wird gezeigt, wie viel Öl in Kuwait pro Sekunde und pro Tag gefördert wird. Am Ende läuft noch ein kurzer Film über die brennenden Ölfelder von 1991. Als sich damals die Iraker am Ende des Golfkrieges aus Kuwait zurückzogen, setzten sie viele Ölfelder in Brand, sozusagen als Sabotage. Kaum vorstellbar, was damals hier los war. Wir sind hier gerade am Flughafen in Kuwait und mussten uns in einem der Büros einen Permit abholen, dass wir morgen, wenn wir über die Grenze Richtung Irak fahren, das online das Visum an der Grenze auch bekommen. Das ist dieses grüne Papier, um über die irakische Grenze zu kommen. Beziehungsweise ist dieser Permit die Voraussetzung, dass wir an der Grenze zum Irak das Visum erteilt bekommen.
sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen, weil um 13 Uhr schließt dieses Büro und wir waren 5 Minuten vorher gerade da. Alles erledigt. Morgen geht's zur Grenze Richtung Irak. Hier außerhalb von Kuwait City haben wir am Strand die letzte Nacht verbracht. Jetzt brechen wir auf. Gut 100 Kilometer liegen vor uns bis zur Safan Border, der Grenze zum Irak. Mal sehen, wie der Grenzübertritt diesmal läuft. Wir sind etwas aufgeregt. Wir stehen an der Grenze Kuwait in den Irak. Es scheint sehr konfus zu sein. Wir wissen nicht genau, in welchen Ecken wir gehen, welche Stempel wir alle brauchen. Es ist jetzt 12:44 Uhr. Mal sehen, wann wir es hinter uns gebracht haben und in den Irak einreisen dürfen. Ab in den Irak! Bei der Ausreise wird direkt nach dem Green Paper gefragt. Gut, dass wir das gestern noch organisiert haben. Während der Grenzbeamte all unsere Daten ins System tippt, bekommen wir arabischen Kaffee gereicht. Wie unsere Einreise in den Irak abläuft und was uns dort so alles erwartet, seht ihr in der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss!